Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. Heute zeige ich euch ein original französisches Brioche-Rezept und auf was ihr achten müsst, damit die Brioche so richtig schön locker und luftig wird und sich die Krume in langen Fasern abziehen lässt. Damit der Brioche-Teig weder zu weich noch zu fest wird, empfehle ich euch grundsätzlich, alle Zutaten, insbesondere die Eier, abzuwiegen. In der Regel braucht ihr 2 mittelgroße Eier und noch etwas mehr. Deshalb mache ich das so, dass ich das dritte Ei verquirle und so viel davon abmesse, dass ich insgesamt 150 Gramm Eier erhalte. In diesem Fall ist mir der berühmte Vorführeffekt in die Quere gekommen, denn oft wiegen die Eier etwas mehr. Wer möchte, kann wie hier noch einen Esslöffel Orangenblütenwasser oder auch ein paar Teelöffel Vanilleextrakt zufügen. Unbedingt erforderlich ist das aber nicht. Zu den Eiern gebe ich nun 11 Gramm frische Hefe, das entspricht in etwa einem Teelöffel Trockenhefe. Dann gebe ich noch 280 Gramm Mehl, 50 Gramm Puderzucker und etwas Zitronenabrieb hinzu und verrühre die Zutaten zunächst auf der niedrigsten Stufe, bis der Teig zusammenkommt. Wenn alle Zutaten gut durchmischt sind, schalte ich die Küchenmaschine auf Stufe 2 und knete den Teig gründlich durch. Nach etwa 10 Minuten gebe ich dann das Salz und die Butter hinzu und knete den Teig nun so lange, bis die Butter vollständig eingearbeitet und ein elastischer Teig entstanden ist. Wie ihr seht, ist der Teig relativ weich und das muss auch so sein. Damit die Brioche gut aufgeht, schön luftig und langfaserig wird, ist es wichtig, dass der Teig lang genug geknetet wird und ein stabiles Glutengerüst entwickelt. Das erkennt ihr daran, dass er sich wie hier dünn ausziehen lässt. Da ich die Brioche erst am nächsten Tag backen will, lasse ich den Teig zunächst eine Stunde bei Zimmertemperatur gehen und stelle ihn dann über Nacht in den Kühlschrank. Wenn ihr den Teig aber noch am selben Tag backen wollt, dann solltet ihr ihn bei Raumtemperatur so lange aufgehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat. Nach der Gehzeit teile ich den Teig in 8 gleich große Teile und forme diese zu straffen Kugeln. Da sich der Teig am einfachsten formen lässt, wenn er kalt ist, könnt ihr ihn, falls nötig, nach dem Aufteilen für 10 Minuten ins Gefrierfach stellen. Die Teigkugeln lege ich nun in Zweierreihen in eine Kastenform und lasse den Teig bei Raumtemperatur so lange aufgehen, bis er über den Rand der Backform kommt. Das kann je nach Umgebungstemperatur schon mal 2 bis 3 Stunden dauern. Sobald der Teig beim Eindrücken nicht sofort in seine ursprüngliche Form zurückspringt, könnt ihr den Backofen schon mal auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Brioche bestreiche ich nun mit einer Mischung aus dem restlichen Ei und einem Esslöffel Milch. Ich bestreue die Brioche noch mit einem Esslöffel Hagelzucker. Wer möchte, kann aber auch Mandelblättchen nehmen. Die Backzeit beträgt je nach Backofen etwa 25 Minuten. Wenn die Brioche zwischenzeitlich schon sehr dunkel wird, könnt ihr sie wie hier mit einem Stück Alufolie abdecken. Sobald ein Messer, mit dem ihr in die Mitte der Brioche stecht, sauber bleibt, ist sie fertig. Ich lasse sie dann noch ein paar Minuten in der Backform und dann vor dem Anschneiden noch auf einem Gitter vollständig abkühlen.
frisch schmeckt die Brioche natürlich am besten. Sollte noch etwas übrig bleiben, könnt ihr sie gut verschlossen in eine Plastiktüte etwa 2 bis 3 Tage bei Raumtemperatur aufbewahren. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!